Seit vergangenem Mittwoch ist es klar, auch in Bayern wird der Lockdown bis Ende Januar andauern. Wir alle hoffen, dass bis dahin die Inzidenz in Bayern sinkt und wir mit dem Impfstoff in der Pipeline die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Bis dahin heißt es aber noch einmal für alle FAUler durchhalten. Und damit Sie alle im Informationsüberfluss den Überblick nicht verlieren, möchte ich heute in meinem ersten Podcast im neuen Jahr ganz kurz für Sie zusammenfassen, was im Augenblick und bis zunächst Ende Januar für uns alle an der FAU gilt. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zunächst wünsche ich Ihnen allen ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021. Ich hoffe, Sie sind trotz der schwierigen Umstände gut gestartet. Nachdem die strengen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nun bis Ende Januar verlängert worden sind, möchten wir Ihnen noch einmal eine kurze Zusammenfassung dessen geben, was nach Rücksprache mit unseren Expertinnen und Experten aktuell an der FAU gilt. Erstens, die FAU bleibt weiterhin im Online-Betrieb. Mitarbeitende arbeiten womöglich im Homeoffice, Lehrveranstaltungen werden online durchgeführt. Weiterhin gelten Ausnahmen für notwendige Labor-, Sport-, Kunst- und musikpraktische Veranstaltungen. Sie können unter strenger Wahrung der Hygienerichtlinien in Präsenz stattfinden. Lehrveranstaltungen sind übrigens nicht nur für Lehrende, sondern eben auch für Studierende ein triftiger Grund, das Haus zu verlassen und den Campus aufzusuchen, selbst wenn dieser außerhalb des 15 Kilometer Radius liegen sollte, nur für den Fall, dass Sie von dieser Regelung betroffen sein sollten. Zum Glück sinkt die Inzidenz in fast allen Landkreisen in unserer Umgebung dieser Tage wieder unter 200. Zweitens, Prüfungen. Wir wissen, den meisten unserer Studierenden lasten vor allem die anstehenden Prüfungen schwer auf der Seele. Die einen wollen und müssen unbedingt in ihre Prüfung, um weiter studieren zu können. Die anderen fürchten die Anreise in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln und würden nur zu gerne verschieben. An der FAU haben wir uns bemüht, für beide Fälle einen gangbaren Weg zu finden. Generell gilt, geplante Präsenzprüfungen finden unter Beachtung der Hygieneauflagen vor Ort statt. Da sie ausschließlich in geeigneten Räumen der sogenannten Positivliste durchgeführt werden, also in Räumen, in denen für mindestens 1,5 Meter Abstand und ausreichende Lüftung gesorgt ist, ist eine Teilnahme weitgehend risikolos. Wichtig ist aber, vermeiden auch Sie, falls Sie an Prüfungen teilnehmen, vor und nach der eigentlichen Prüfung jedes Risiko. Tragen Sie Ihre Maske durchgängig und verzichten Sie unbedingt auf Gruppenbildung vor dem Prüfungsraum. Studierende, die einer Risikogruppe angehören oder schwanger sind, setzen sich bitte vorab mit ihren Prüfenden in Verbindung, um Details zum Prüfungsablauf zu klären. Für Studierende, denen im Moment aus welchen Gründen auch immer nicht wohl dabei ist, an einer Prüfung teilzunehmen, besteht die Möglichkeit, unkompliziert von der Prüfung zurückzutreten. Das ist sogar bis zum tatsächlichen Beginn der Prüfung möglich, indem Sie einfach fernbleiben. Ein Attest oder eine spezielle Erklärung ist nicht erforderlich. Die Prüfung kann dann zu einem späteren Zeitpunkt beim Wiederholungstermin abgelegt werden. Den allgemeinen Start der Prüfungsphase können wir aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr weiter nach hinten schieben, ohne für eine große Zahl von Studierenden den Studienfortschritt zu blockieren. Auch flächendeckend auf elektronische Fernprüfungen umzustellen, was wir gerne tun würden, ist im Moment aus prüfungsdidaktischen, prüfungsrechtlichen und logistischen Gründen leider nicht möglich. Aber mit dieser Option auf Teilnahme oder Nichtteilnahme sollte eigentlich dem Anliegen der einen wie der anderen Gruppe Rechnung getragen sein. Ganz pragmatisch. Nur die individuelle Entscheidung, ob Sie einen ernsthaften Prüfungsversuch unternehmen wollen oder nicht, den können wir Ihnen damit tatsächlich nicht abnehmen. Der dritte Punkt, Abgabefristen. Um die Härten des Lockdowns ein bisschen abzufedern, werden wir auch die Abgabefristen für Abschluss sowie Projektarbeiten noch einmal verlängern, um längstens 21 Tage. Bitte informieren Sie sich hierzu konkret auf den Webseiten unseres Prüfungsamts. Durch die Fristverlängerung hoffen wir natürlich auch ein bisschen zu kompensieren, dass die Bibliotheken leider vorläufig geschlossen bleiben müssen. Bitte nutzen Sie einstweilen die vielfältigen Online-Services unserer FAU-Universitätsbibliothek und beachten Sie die Corona-FAQ auf den Seiten unserer Universitätsbibliothek. So, ich hoffe, damit konnte ich die eine oder andere Frage klären. Und Sie wissen,
Auch Ihre Dozentinnen und Dozenten sind immer für Sie da, wenn es Fragen gibt, die Ihren individuellen Fall betreffen. Eigentlich schulde ich Ihnen zum Jahresbeginn auch die gewohnte gute Nachricht in meinem Podcast. Aber natürlich möchte ich auch nicht gnadenlos überziehen und deswegen verspreche ich Ihnen für den nächsten Podcast voraussichtlich in der kommenden Woche dafür gleich 2 gute Nachrichten. Bis dahin wünsche ich Ihnen und uns allen trotz der pandemiebedingten Herausforderungen einen guten Start in dieses hoffentlich vielversprechende Jahr. Außerdem Durchhaltevermögen, starke Nerven und die notwendige Gelassenheit. Wir werden 2021 schon gemeinsam rocken. Bleiben Sie gesund.